Unsere technisch-wirtschaftlichen Bauberater kommen in allen Projektphasen zum Einsatz. Dabei unterstützen unsere Bauberater den Bauherrn, den Projektmanager, aber auch das Planungsteam mit zielgerichteten Qualitätsmanagementaufgaben. Zum Beispiel dadurch, dass wir die Planungsvarianten mit bewerten und damit können wir mit unserem Fach-Know-how, aber auch mit unserer sozialen Kompetenz das Team optimal unterstützen und für alle Beteiligten Mehrwerte erzeugen. Für unser Team suchen wir Technikingenieure aller Couleur. Das können Elektroingenieure sein oder Versorgungstechnikingenieure sein, Bauingenieure, aber auch schon mal Architekten suchen wir in dem Bereich. Wichtig ist, dass sie schon einen Schwerpunkt haben, wo sie richtig gut sind, wo sie richtig Spaß dran haben, sich auch weiterzuentwickeln. Also ein Expertengebiet sollten sie haben. Wir werden dann dafür sorgen, dass sie noch generalistischer ausgebildet werden, dass sie auch da richtig gut drin werden, aber auch in ihrem eigenen Expertengebiet sich noch weiterentwickeln können. Gestartet bin ich bei Dresden Sommer im Jahr 2014, vor 3,5 Jahren. Ja, man kommt in eine neue Stadt, man kommt in eine neue Firma und man hat wirklich einen Mentor zur Seite, der einem mit Rat und Tat zur Seite steht. Und es war für mich damals wirklich nochmal wichtig, dass ich in eine Firma komme, die mich fachlich auch nochmal richtig weiterbringt, nochmal richtig auch sattelfest macht. Und wir haben wirklich unfassbar viele Möglichkeiten, uns fachlich auf Seminaren, aber auch bei uns intern weiterzubilden. Ich weiß nicht, welche Fachdisziplin wir nicht abdecken. Ja, das ist auch, glaube ich, ein riesengroßes Steckenpferd von Dresden Sommer, dass wir einfach wirklich alle Disziplinen unter einem Dach haben. Und das hat Dresden wahrscheinlich auch so an sich, dass man nie auslernt. Der typische Arbeitsalltag bei uns im TWB-Team ist geprägt von Planungsbesprechungen, Koordinationsbesprechungen, Baustellenbegehungen, Qualitätsüberwachung in der Planung, aber auch in der Ausführung. Wir müssen sehr, sehr viel schnell reagieren und auf die Gegebenheiten auf der Baustelle und im Planungsprozess reagieren, was das Ganze auch etwas auflockert und aufweicht. Wir suchen natürlich Leute, die mit Menschen gerne arbeiten. Der sich nur um die Technik kümmert, das sind wir nicht. Bei uns ist das Gegenteil, wir müssen technisch fit sein, aber Spaß haben, mit Menschen zu arbeiten und auch mal Verständnis für bestimmte Situationen aufzubringen. Warum plant er das gerade so? Warum will er das gerade anders machen? Wenn wir da mit den Leuten reden und auch das Bauchgefühl mitreden lassen und mitspüren lassen, dann haben wir richtigen Erfolg. Weil darum geht es nämlich bei uns, dass wir den Planungs- und Baubeteiligten helfen wollen. Wir suchen die Mehrwerte für jeden Einzelnen. Tatsächlich ist es schon sehr schwierig, die Brille eines jeden Beteiligten aufzusetzen. Vom Nutzer über den Investor, über den Betreiber, der nachher die Anlagen reparieren und warten muss, aber auch über den Ingenieur, der sie planen muss. Was ist für ihn wichtig bei der Planung? Und wie ist es nachher für den Bürobenutzer? Ist es einfach zu bedienen oder muss er erstmal das Display studieren und die Lesebrille rausholen? Naja, Spaßfaktor ist eigentlich die Herausforderung. Nicht immer das Gleiche zu machen, sondern eigentlich Lösungen zu suchen, Probleme zu sehen, den Lösungsweg aufzuzeigen, den Erfolg, den Mehrwert zu spüren, zu überlegen, was hat der Architekt davon, was hat der Planer davon, was hat der Bauherr in letzter Instanz davon und was kann ich abends meinen Kindern erzählen, was ich heute erreicht habe. Das ist eigentlich der Spaßfaktor, dass man die Wertschätzung erhält, dass man sich aber auch selbst wertschätzen kann für das, was man eigentlich jeden Tag tut. Das ist ein gutes Gefühl, weil man den Hebel, den man hat, einsetzen kann und weil man dann irgendwann vor dem fertigen Haus steht und alle sind zufrieden und man weiß, was man getan hat.